Also es gibt Momente, die natürlich meistens oder fast nur mit Konzerten verbunden sind. Ja, vielleicht nicht in jedem Konzert, aber es gibt diese magischen Momente. Das sind manchmal sehr kurze Momente, aber ganz spezielle. Wo Zeit plötzlich sich verlangsamt. Momente, wo wir einfach mit dem Publikum uns so gut verstehen, wo wir einfach an die Musik uns nähern. Und dass man merkt, dass die Leute wirklich in unsere Welt gekommen sind. Wir spüren immer alles was vom Publikum kommt, also jede Energie. Wir sagen auch immer, der Saal ist sozusagen ein fünftes Instrument. Und du hörst, dass obwohl das Konzert ist, quasi niemand da sitzt, nur du fühlst diese Energie, diese Spannung. Das sind die Momente, die geben natürlich Kraft. Das sind die wichtigen Momente, glaube ich, im Leben. Als Geige, das Beste, die Höchste, was man machen kann, ist im Streichquartett zu spielen. Da ist kein Zweifel daran. Es ist das Schönste und der Repertoire ist unendlich wunderbar. Wir sehen das Streichquartett als eine demokratische Einheit und so macht es Sinn, glaube ich, dass jeder sich daran beteiligt, die Interpretation zu definieren. Wir haben uns spätestens nach dem ARD-Wettbewerb entschieden, auf unsere Verantwortung zu proben. Das heißt, dass wir auf alle Mentoren verzichtet haben. Das heißt auch, dass wir unsere Coaches sind. Wir wollten nicht nachmachen, sondern wirklich was Einzigartiges, also von uns selber rauszuholen. Also Spielen mit Orchester verlangt auch von uns eine ganz spezielle Art von Flexibilität. Normalerweise sind wir nur zu viert auf der Bühne und jetzt sind wir mit einem großen Orchesterapparat. Zusammenarbeit vom Streichquartett als 4 Solisten mit einem Orchester ist eine etwas andere Sache. Natürlich, man hat die Werke von Haydn und von Mozart, wo man ein Quartett hat mit Bläser und Streicher gemischt oder was auch, aber das ist was ganz anderes. Ne? Es gibt natürlich verschiedene Werke für Streichquartett und Orchester, wo man unter Umständen auch 4 Solisten nehmen könnte. Ich glaube aber bei Absolute Jazz von John Adams, es ist ja so geschrieben, dass es wirklich fördernd ist, wenn ein Streichquartett, also ein Ensemble, also ein Klangkörper zusammen diese Musik aufführt. Weil es gibt ja sehr viele Stellen, wo man wirklich gemeinsam aufeinander abstimmen muss und wo man wirklich ensembletechnisch wirklich perfekt sein muss. Das ist nicht ein Stück, was sehr oft gespielt wird. Das ist unheimlich rhythmisch. Ich muss sagen, das ist eine sehr große Herausforderung, einfach da durchzuarbeiten, weil es ist nicht einfach. Aber ich glaube, das ist macht einen riesigen Impact. Diese Musik lebt von Bewegung. Von so unterschiedlicher Bewegung, von so vielen verschiedenen Rhythmen, von Getrieben, die in verschiedenen Geschwindigkeiten und mit verschiedenen Pulsationen die ganze Zeit weiterlaufen.
Wenn man eine Geschichte erzählt, man braucht jemanden, der erzählt und jemanden, der zuhört. Ein Streichquartett entsteht erst dann, wenn wir das jemandem vortragen, wenn wir das jemandem erzählen. Das müssen jetzt nicht 1000 Leute sein, es reicht auch 2 oder 1. Diese quasi unberührbare Verbindung mit dem Publikum, das ist einfach Wahnsinn. Und das sind die magischen Momente für mich. Wenn ich zusätzlich zu einem Spielen, du spielst und du plötzlich du merkst, du hast die ganze Haut und du kannst fast nicht atmen. Dann habe ich die Gedanken, dass das alles, was wir gemacht haben, hat sich gelohnt. Dann hat man wirklich Spaß.